So, erstmal hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es wird jetzt kein Intro kommen, kein nix, kein gar nichts, kein Outro, kein nix. Und zwar, ich will einfach nur mal was klarstellen. Achtet nicht auf meine Haare, ich war gerade duschen. Auf die Schnelle. Und zwar geht es darum, ähm, dass ich ja letztens noch in einem Support-Team war, namens, High City RP. Ja, vielleicht kennt das der eine oder andere auch. High City RP für Roblox, für, Notruf Hamburg natürlich. Das müssten die einigen wahrscheinlich auch kennen, die dieses Video jetzt sehen sollten. Ja, wie soll ich sagen? Auf jeden Fall, ich würde mal sagen, ich fange mal von ganz vorne an bis zum Ende, was richtig krass geworden ist jetzt. Also, das ist wirklich der absolute Tiefbruch von High City, wenn nicht sogar. Ich glaube, High City gibt es deswegen auch nicht mehr oder allgemein auch gar nicht mehr. Ist einfach tot. Ähm, Dann fangen wir einfach mal jetzt an. So, also, und zwar, habe ich mich für einen Server erkundigt, sag ich mal, ne? Ich habe mich für einen Server erkundigt, habe geguckt, ja, wo könnte man am besten trollen, ja, für ein neues YouTube-Video trollen. Und dann bin ich auf High City gestoßen. Ich bin auf High City gestoßen und dachte mir, boah, warte mal, ich will hier gar nicht trollen. Der Server ist eigentlich so geil. Ich bleib hier. Die Supporter waren nett, die Moderatoren waren nett, sogar die Spieler haben richtig RP gemacht. Das glaubt man nicht. In dem Zeitpunkt da noch hatten die noch RP gemacht. Das muss man sich mal geben. Ein EH- oder NH-Server auf Roblox, die aktiv RP machen. Also so richtiges RP. Crash-RP hier, da, ne? Also, ihr versteht, ne? Ja, auf jeden Fall bin ich nicht der Einzige heute, sondern mein Quietschestuhl ist heute auch da. Heute nicht, der ist jetzt ein bisschen scheu, aber ist auch egal. Darum soll es nicht gehen. Und zwar, es geht um den einen oder anderen Projektinhaber, ja. Es gab mehrere da drauf, aber ich sag nur einen bestimmten Namen, und zwar Colin. Colin, du hast es ein wenig übertrieben. Das, was ich jetzt von einem guten Freund von mir oder von ihm besser gesagt gehört habe, geht absolut gar nicht. Also wirklich, das ist ekelhaft pur, was du und wahrscheinlich sogar die anderen da fabriziert haben gegen ihn. Dazu aber erst später am Ende des Videos. Und zwar, ich habe mich fürs Team beworben, weil ich mir dachte so, ja, geil, ne? Und dann war ich halt so, ja, wie soll ich sagen? Ich bin halt direkt als. Nee, das war ein anderes Server, stimmt. Boah, ich war schon so vielen Support-Ebenen-Bereichen. Ich hasse Kinder. Ich hasse Kinder. Ich mache. Okay, da bin ich wieder. Und zwar, es geht darum, ja, ich war halt Supporter. Danach bin ich halt von Supporter direkt, glaube ich, auf Mod raufgekommen. Anstatt, also von Test-Supporter auf Supporter, von Supporter habe ich Senior-Supporter und Testmoderator übersprungen auf Moderator, und vom Moderator bin ich dann, ich glaube sogar irgendwann auf, weil es da dann irgendwann Admin nicht mehr gab, auf Head Moderator aufgestiegen, und da habe ich schon gemerkt, okay, hier ist die Stimmung komplett komisch, ja. Also bist du eine höhere Rolle da gewesen, hast du richtig gemerkt, wie die Teamler untereinander sind. Nicht die Teamler selbst, die High-Teamler. Meistens sogar an sich Colin. Colin ist wirklich eine Person, die will ich ehrlich gesagt nicht mehr den Namen aus meinem Mund rausnehmen, beziehungsweise den Namen nicht mehr in meinem Mund haben. Ich will sie nicht mal aussprechen, weil das, was er getan hat, schon so ekelhaft ist und menschlich abstoßend ist, ja, dass ich mich da schon selber gefragt habe, ob der vielleicht nicht von seinen Eltern geliebt wurde. Ey, das ist nur eine Theorie von mir, ne? Kein böses Blut, ne? Wobei ich habe eigentlich mit dem böses Blut, von daher scheißegal. Und ja, wie gesagt, von Ahead Mods bin ich dann irgendwann auf, ich glaube sogar Teamleitung gegangen, habe 'n Uprank auf Teamleitung bekommen, und von Teamleitung, ab da hat's richtig gekracht. Da hat Colin richtig mit den Leuten geredet, wie als wären die Schweine, als wären die ganzen Teamler seine Hunde.
als hätte er jeden Einzelnen immer an der Leine gehabt, nur um mit denen ein Wörtchen zu sprechen, ja, aber das in den Ton, Alter. Boah, ekelhaft, richtig ekelhaft. Nur weil man sagen kann, oh, guck mal, ich habe die dicksten Eier, weil ich gerade Projektinhaber bin. Dazu erzähle ich aber gleich auch noch was. Und zwar, der Server wurde genuked von MCS, Nukebot. Und ich war der Einzige, ich glaube, da war ich Teamleitung. Nee, nicht mal. Da war ich sogar Head Moderator. Da war ich Head Moderator und habe gesagt, weil der Server genuked wurde, weil ich von einem Arbeitstag kam, habe ich gesagt, Bro, was ist hier passiert? Da habe ich einfach privat die Leute angerufen, also Colin, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie der andere hieß. Nico? Nee, nicht Nico. Colin und noch so ein, das war ein richtiges Loch, ne? Ähm, naja, halt Justin. Justin ist das Opfer in dem Falle. Und ich. Und halt der andere Fuzzi da. Und noch einer. Der hieß, glaube ich, Benny oder so. Oder Ben. Keine Ahnung. Ist ja jetzt auch egal. Ist ja schon auch sehr lange her. Eigentlich wollte ich darüber auch kein Video machen, bis ich dann gehört habe, was von meinen Kollegen da erfahren, ne? Ich habe es halt erfahren, so, sag ich mal. Und ich habe erfahren, dass er gemobbt wurde. Nicht nur ich, sondern selbst er wurde richtig gemobbt. Er hat sogar mehrfach, ich habe sogar Videoclips und so, aber ich will die jetzt nicht zeigen, weil sonst, ihr wisst ja, Datenschutz. Und ich habe immer noch kein Programm gefunden, wo ich zum Beispiel die ganzen Stimmen verzerren könnte, weil dann könnte ich es euch zeigen, aber ich habe noch kein Schnittprogramm gefunden, wo ich das machen könnte. Wenn ihr einen guten Schnittprogramm habt, was eventuell kostenlos ist, am besten Falle kostenlos, schreibt es gerne unten in die Kommentare, ja, damit ich ein bisschen mehr mit solchen Videos ins Detail gehen kann. Was jetzt aber auf jeden Fall Klartext ist, dass ich von Projektleitung, danach von Teamleitung auf Projektleitung gestoßen bin und von Projektleitung auf nicht stellvertretende Projektleitung. Von Projektleitung bin ich auf stellvertretender Projektinhaber. So, und ich bin aus dem Team rausgeflogen durch einen Grund. Und der Grund ist so absurd, den werde ich euch jetzt auch noch erzählen. Ich war stellvertretende Teamleitung, genau. Ich war stellvertretender Projektinhaber, ja. Das ist der zweithöchste Rang auf dem Server, der Teamler, ja. Ich war einer der Oberhände. So, zusammen mit Justin. Ich und Justin waren zusammen stellvertretende Projektinhaber. Justin hat mich als stellvertretender Projektinhaber, da war ich noch Projektleitung, hat er gesagt, komm, ich gebe die Uprank auf stellvertretende Projektinhaber. Wir waren beide gleich. Er und ich, Justin und ich, waren gleich. So, vom Rang her. Colin war ein Rang über uns, aber das spielt da in dem Moment da noch nicht zur Rolle. Und zwar hat er mich aus dem Team geworfen, weil ich testen wollte, weil ich hatte Stress mit dem Projektleiter. Ich als stellvertretender Projektinhaber hatte Stress als Projektleitung. Der hat mich beleidigt von OOC-Basis bis zu, keine Ahnung, die heilige Mutter Maria Gottes hat er mich beleidigt, ja. Und ich bin sogar häufig zu Colin gegangen und hat gesagt, ey, yo, wenn er damit nicht bald aufhört, dann werde ich ihn aus dem Team schmeißen. Da bin ich eiskalt, was sowas angeht. Ich bin bei sowas eiskalt. Ich habe sogar mehrfach gesagt, es gehört in den Team respektvoller Umgang. Aber ich glaube, ich habe sogar noch was überlassen. Nämlich nochmal zum Thema, da war ja der Server nochmal genuked von MCS. Nukebot. Vielleicht kennt ihr den oder auch nicht. Ist auch egal. Auf jeden Fall, ich war der Einzige, der den Server wieder aufgebaut hat. Die ganze Nacht meinen Schlaf geopfert habe, die ganze Nacht da auch Wochenenden da rein investiert habe, um den Server wieder aufzubauen, um die Bots wieder einzustellen, damit alles wieder Bombe läuft. So, paar Tage später eröffne ich meinen eigenen Server, falls das mit dem einem Server High City nichts wird. Und ich wollte die halt alle einladen ins Team. So. Und ich habe halt eine Vorlage genommen. Ja, ich habe meine Vorlage genommen, die ich auf High City aufgebaut habe. Davon habe ich eine Vorlage gestellt und es auf meinem Server gemacht. Aus Sicherheitsgründen, weil Colin da richtig ein
aggro gespielt, hat richtig einen auf Besserwisser, einen auf ich darf alles. So. Und wenn ich das schon sage, dann könnt ihr wahrscheinlich schon denken, was das für ein Typ ist. Ein ekelhafter Typ. So. Und wie soll ich sagen? Also, also, mir fehlen die Worte dazu, ehrlich, mir fehlen einfach wirklich die Worte. Ich weiß nicht, ob ich weinen oder sogar wütend sein soll. Also, ich bin sehr wütend darüber, dass mir fehlen einfach dazu die Worte. Das Ding ist, Justin ist, ich glaube, jetzt sogar 16 geworden. Er war da 15. Er war da 15 Jahre alt und klar, wie es ist mit jungen Leuten mit 15 Stress zu haben mit 'nem 16-Jährigen und so oder allgemein bei sowas, dass es im Team natürlich so abläuft, 'n bisschen respektloser Umgang, ist klar. Es sind Jugendliche, es ist klar. Aber das, was Colin da abgezogen hat und Willi hieß er. Ich glaube Benny? Willi, Colin, ich und Justin, genau. Willi war der richtig krasse A-Loch, der mich von A bis Z beleidigt hat, wie ich ja schon erwähnt habe. Und Colin auch. Colin hat aber halt gesagt: „Ja, komm zu mir, wenn was ist.“ Von Justin habe ich aber gehört und von Benny, glaube ich, oder Ben? Ich weiß es nicht mehr. Diese einen mysteriösen Person. Trady. Ich glaube, der hieß irgendwas mit Trady. Der eine andere. Tradi Bär oder was auch immer, ist auch egal. Auf jeden Fall, die zwei, Justin und Trady, irgendwas, haben mir Bescheid gesagt, dass Colin mich aus dem Team werfen will. Ab da habe ich gesagt, okay, soll er ruhig. Ich bin der einzige Social Media auf diesem Server. Wenn er mich rauswirft, ist er ganz schön blöd. So. Wie gesagt, dann bin ich halt zu Colin irgendwann mal gegangen, hab mich beschwert gegen Willi. Und da hat er gesagt, ja, du bist stellvertretende Projektinhaber. Du kannst machen, was du willst. Ohne meine Absprache. Ohne meine Absprache. Merkt euch das. Ohne meine Absprache. So. Und dann dachte ich mir, nee, komm, wir brauchen auch Teamler. Unser Server ist tot wie sonst was. Und die ganzen 1600 Member oder was das da waren, wollen wir wieder ins Leben erwecken. Ja, wir wollen den Server wieder ins Leben erwecken. Und ich war der Einzige, der es versucht hat. Ich und Justin. Wir waren die Einzigen, die es richtig versucht haben, den Server wieder am Laufen zu kriegen. Aber wir wurden die ganze Zeit aufgehalten von Willi und Colin. Nochmal Props geht daraus aus an Willi und Colin, Digga. Ihr seid echt die Besten, Alter. Und ich garantiere euch wahrscheinlich sogar, dass ihr dieses Video sehen wird. Weil ich werde Justin darauf aufmerksam machen, dass er das Video teilen soll. Ja, zu Willi und Colin. Und wahrscheinlich werden die sich das dann angucken. Und die werden sich wahrscheinlich sowas von aufregen. Ich habe sogar Clips dabei, wie die mich von A bis Z beleidigen. Ich habe Clips dabei. Ich muss nur noch ein ordentliches Schnittprogramm finden und dann seht ihr, wie die abgehen. Wie die sogar über meine Freundin gesprochen haben, ja, weil sie Araberin ist. Weil meine Freundin Araberin ist, okay? Jetzt ist es raus. Sie ist Südländerin, sie ist Araberin. Sie kommt aus Saudi-Arabien, ja? Und ich bin stolz darauf. Darum soll es aber jetzt auch nicht gehen. Und zwar, es soll darum gehen, dass er meine Freundin beleidigt hat, Willi. Er hat meine Freunde beleidigt und daraufhin musste ich mich sogar auf einem Video das Mikrofon stumm schalten. Ich hatte sogar noch das Video, das ging irgendwie, glaube ich, eine halbe Stunde oder so. Das wollte ich eigentlich sogar online stellen. Geht aber nicht, wegen Datenschutz. Die Stimmen und so und bla bla bla. Und ja, da habe ich ihn richtig beleidigt, dass er am Ende nicht mehr ein einziges Wort rausgebrabbelt hat. Er hat kein einziges Wort mehr ausgesprochen. So sehr habe ich ihn dadurch beleidigt. Und ich bin eigentlich ein Mensch, ich will nicht beleidigen. Ich will nicht beleidigen, ich will reden. Ich will darüber reden. Ich will eine Konversation führen, ein Gespräch finden mit der Person, mit der ich gerade Beef habe, nur um solche Sachen gerade zu biegen. Ja? Und High City ging ja komplett vorbei. Das ist ja wirklich, also sorry, ich werde jetzt wirklich ein bisschen lauter, aber da muss ich auch lauter werden, weil Dresden RP. Und ihr hört euch wahrscheinlich jetzt, Dresden RP, ja, Dresden RP. Maxim, Grüße gehen nochmal raus, Kuss. Falls ihr übrigens noch einen Mod sucht, ich bin gerne frei zur Verfügung. Ich glaube nicht, dass ihr mich nehmen würdet für die Aktion, die ich früher da getan habe. Aber egal, whatever floats the boat. Selbst Dresden RPVC ist kompetenter mit dem Team, respektvoller Umgang, auch wenn da Teenager auch waren, aber respektvoll, koordiniert
und die haben auch richtig gearbeitet. Dresden RP. Dresden RP, wo ich auch gebannt wurde, weil ich da. Die haben bei mir Alarmstufe rot gesetzt, sobald die mich gesehen haben auf einem Server. Da kam der Owner, stellvertretende Projektinhaber, Projektleitung, hier Admins, da Admins, hier Heads auf irgendwas, da, hier, da, Management, Developers, alles. In einem Roblox-Game. Ja, so krass war das bei mir. Dresden RP war auch sehr, sehr, sehr krass. Da habe ich sehr krass Depressionen bekommen. Dadurch, leider. Aber das ist eine andere Geschichte. Vielleicht in dem nächsten Video. Aber ich habe Maxim eigentlich darüber versprochen, dass ich es nicht mehr erwähne, die alte Story. Und das werde ich sogar auch nicht. Weil ich bin ein Mann, ich halte mein Wort und ich will auch auf Stress verzichten jetzt. Ich habe wirklich auf jeden Stress gar keinen Bock mehr. So, auf jeden Fall, Colin, du bist eine ekelhafte Person und ich hoffe so sehr, dass du das Video mit Willi zusammen siehst. Du bist eine ekelhafte Person, ja, dass du einen 15-Jährigen in die Klapse schickst, ja, dass du ihn mentalisch so sehr kaputt machst, dass er versucht, Selbstmord zu machen, ja, dass du ihn so sehr gebrochen hast, nicht mal mit Colin hat's gebrannt, mit Justins Schule und so, durch die ganzen Schüler, da hat's angefangen. Schämt euch alle, schämt euch, einen armseligen jungen Mann so hart mentalisch zu brechen, dass der Selbstmordgedanken hat, sogar versucht hat, sehr oft Selbstmord zu machen, ja, und das ist ekelhaft. Sowas ist wirklich ekelhaft. Sowas ist absurd und richtig widerlich. Ohne Scheiß, ich habe hier Bilder davon. Ich werde euch das einmal zeigen, ja? Da hat er es auf meinen Community-Server geschrieben. Einmal zeige ich euch mal ganz kurz das Bild. Wie man hier sehen kann, guten Abend, Question Mark. Möchte dir herzlich gratulieren für deinen Abschluss und für die Arbeit. Wünsche dir viel Glück beim Arbeiten und allem. Obwohl mich Colin hasst, dass ich noch mit dir befreundet bin. Aber kack auf Colin. Bin immer auf deiner Seite, Mark. Wenn du jemanden brauchst zum Reden, bin ich immer für dich da. Herz. Und viel Spaß bei deinem dicken Projekt mit Sims 4. Werde alle deine Videos gucken, bin gespannt und freue mich sehr. Schönen Abend dir noch. Ganz ehrlich, Kuss geht raus an Justin TR 2010. Ja, Justin, ganz ehrlich, du bist einer der Personen, die ich wirklich sehr, 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 sehr gerne habe. Und ich sag das nicht nur so, um jetzt irgendwie da gut zu stehen. Nein, ich sag das, weil das stimmt. Ich fühle wirklich eine sehr große Bindung mit dir zusammen. Und dann, also das mit dem immer für dich da wäre ich. Bin ich auch, aber muss vielleicht bald für 3 Wochen. Das sind 3 Wochen? Das sind fast oder sind 3 Monate. 3 Monate in die Psychiatrie. Wegen Selbstmordgedanken. Zweifel momentan stark an mir. Bin mental ein Wrack. Aber trotzdem, wenn du Probleme hast, immer zu mir kommen. Habe immer ein offenes Ohr für dich, mein Süßer. Falls ihr fragt, ob ich dafür die Genehmigung habe, ich habe ihn tatsächlich davor nochmal angeschrieben, Justin, was dagegen, wenn ich das ins nächste Video reinbringe. Wünsche dir alles Gute und viel Erfolg. Du packst das, wir stehen hinter dir. Wir stehen hinter Justin. Einmal bitte unter die Kommentare, wirklich, für die, die das Video sehen, bitte einmal ein Herz unter das Video in den Kommentare für Justin, damit er die harten Zeiten, die er hat, durchpackt. Ja, damit er es schafft, damit er kein mentalisches Wrack mehr ist durch die ekelhaften, dreckigen Mobber in der Schule, durch Colin, durch den ganzen Server. Ey, jetzt reicht's lang. Wir stehen hinter Colin, ja? Schreibt gerne unten in den Kommentaren bitte ein Herz für Colin, damit er sieht, dass er nicht alleine ist und dass er die Zeit definitiv durchsteht. Ohne jegliche Gedanken. Wenn ich allein schon daran denke, dass der Junge, ja, mit dem ich so viel supportet habe
und mit ihm zusammengearbeitet habe, dass der Junge Selbstmordgedanken hat und 3 Wochen lang in die Psychiatrie muss, ja, das ist so widerlich, das ist so ekelhaft, ja, einmal durch die ganzen Mobber, ganz ehrlich, für euch, bei solchen Aktionen ist es wirklich ekelhaft. Ihr seid wirklich so ekelhaft. Durch solche Aktionen lassen sich Kinder Selbstmordgedanken aufziehen, aufzweren und sogar im schlimmsten Fall werden sie sogar zu einem Selbstmordopfer, ja? Und er hat Glück, bei ihm ist es immer noch so, aber er hat Glück, dass es bis jetzt noch die ganze Zeit hinausgezögert hat. Und ich kenne den Jungen. Ich kenne den jungen Mann so gut. Ich kenne ihn jetzt nicht persönlich. Ich habe ihn noch nie persönlich gesehen. Der wohnt ganz weit unten. Am Ende Deutschlands wohnt er ganz weit unten. Ja. Und ganz ehrlich, einmal ein dickes Herz an Justin und ein dickes, fettes F an Colin. Damit er sieht, was er für ekelhafte Scheiße abgezogen hat, ja? Und das hat er nicht nur mit mir abgezogen, nicht mit Justin, nicht mit Trady, nein, noch mit anderen Supportern, die daraufhin das Team verlassen haben oder sogar im schlimmsten Fall gebannt wurden. Und da ist mir sogar aufgefallen mit Thema Bann bei High City. Ich wurde nämlich gebannt von Colin, weil ich meinen Server aufgemacht habe, weil er gemerkt hat, oh scheiße, er hat eine Kopie von meinem Server gemacht, den Mark wieder aufgebaut hat, weil der genugt wurde, weil die zu dumm sind, einfach ein Sicherheitssystem aufzubauen mit Bots, ja, dass es funktioniert wie ohne irgendwelche sonstigen Sicherheitslücken. So. Aber nein, schöner ist die Schuld auf andere schieben und nicht auf sich selbst, ja? Ich war derjenige, der versucht hat, High City zu schützen und neu aufzubauen. Aber ihr, Willi und Colin, ihr beide habt es so auf die Spitze getrieben, dass ihr mich so zum Pochen wiedergebracht hat, ja? Dass dieses Video 100%ig auf YouTube kommt und dass ihr es hoffentlich seht und dass ihr euch so ekelhaft schämt, ja? Was ihr da gemacht hat, ist wirklich widerlich. Es ist ekelhaft. Und wenn ich schon so hart rumschreie ins Mikrofon, ja, dass dieser junge Justin das alles übersteht, ist mir egal. Deutsch ist sowieso momentan hier in Deutschland komplett am Arsch. Ja, Gott stehe uns bei, dass dieser Junge, oder besser gesagt, Gott stehe ihm bei, dass er es packt. In diesen harten Zeiten, ja. Ganz ehrlich, ich beende das Video ohne Outro und wir sehen uns am Ende nochmal. So war das eigentlich nicht geplant, aber, ja. Was will man machen? Ich bin mal Question Mark und wir sehen uns im nächsten Video oder Livestream auf dem nächsten Sim-Stream. Let's go und